Ja, was soll ich sagen? Subminimal hat es schon wieder getan. Neues Produkt auf den Markt gebracht. Gefühlt ist es erst ein paar Tage her, dass die zweite Version vom Nanoformer Pro auf den Markt kam. Das ist ein kleiner Milchschäumer für zu Hause, der Latte Art Milchschaum machen kann. Zu dem ersten Gerät habe ich schon mal ein Review gemacht, den findet ihr oben. Wenn ihr für den zweiten auch noch ein Review wollt, lasst es mir mal in den Kommentaren wissen. Heute soll es aber um die Subscale gehen. Subscale ist zwar auch ein eigenständiges Wort, was Subskala heißt, in dem Fall ist es aber eher eine Wortkombination aus Subminimal und Scale, weil genau das ist es im Endeffekt. Es ist eine kleine Waage und zwar in Form eines Bechers. Diejenigen von euch, die bisher wenig Berührungspunkte mit Kaffee abwiegen und Single-Dosing haben, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, na und? Diejenigen, die damit aber schon Erfahrung haben, werden wissen, dass das ein Gamechanger in Sachen Workflow werden könnte. Weil bisher hattest du einfach eine separate Waage, ein separates Becherchen, dann musstest du die Waage quasi von deiner Kaffeemaschine runternehmen, Becher draufstellen, Bohnen abwiegen, mahlen, wieder rein, Waage wieder hoch, hin und her, dies und das. Und das war einfach ein viel Hin- und Hergestelle. Ist jetzt natürlich unterm Strich auch nicht dramatisch. Ja, es sind halt einfach 1-2 Handgriffe mehr, was ein paar Sekunden ausmacht. Aber wir machen es uns ja auch gerne mal bequem. Abgesehen davon, finde ich, haben die in Sachen Design mal wieder mega abgeliefert. Ich weiß nicht, die treffen einfach komplett meinen Geschmack. Jedes Mal, wenn die was auf den Markt bringen, was Design angeht, ist einfach clean, geradlinig, schön. Ja, zu dem Becher. Also, der Becher selber ist aus Tritan. Das ist ein Kunststoff, BPA-frei, der relativ stoßfest ist, lebensmittelecht ist und auch relativ durchsichtig ist. Und dieses Durchsichtige haben die sich hier sehr schön zu Nutzen gemacht, weil wenn die Waage aus ist, sieht man nichts. Dann ist es einfach ein schwarzer Becher. Wenn man sie aber anmacht, sieht man den kleinen Schriftzug Subminimal hier durchs Bild huschen und danach einfach das Display eurer Waage im Becher drin. Wie cool ist das denn bitte? Ich finde es geil. Aber gut, das ist natürlich Geschmackssache. Zu den technischen Fakten, ihr habt hier einen Akku verbaut, der kann über USB-C aufgeladen werden. Ihr könnt die Waage zwischen Unzen und Gramm umstellen. Da wir hier in Europa sind, haben wir mit Unzen normalerweise relativ wenig am Hut. Wäre aber theoretisch möglich. Die Waage hat eine Nachkommastelle und eine Maximallast von 100 Gramm. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, also ein Siebträger könnt ihr damit nicht abwiegen, aber in der Regel für die Bohnen, für einen Filterkaffee oder eben für einen Espresso ist es vollkommen ausreichend. Da braucht man tatsächlich gar nicht mehr. Und was ich auch noch sehr cool finde, dieses Ding ist spritzwassergeschützt nach SPX4 Standard. Das heißt, ihr könnt damit auch Flüssigkeiten abwiegen, euren Espresso zum Beispiel. Ja, das Ding kann nass werden, man kann es unter dem Wasserhahn quasi ausspülen. Ist also relativ unempfindlich, man sollte es nur nicht in Wasser eintauchen, dann geht es kaputt. Aber das sollte man mit elektronischen Geräten grundsätzlich nicht machen. Außerdem, wenn man möchte, kann man die Waage auch nochmal zusätzlich kalibrieren. Subminimal sagt, ist jetzt nicht notwendig, aber theoretisch bestünde die Option. Allerdings habt ihr keine Kalibrierungsgewichte im Lieferumfang, die müsstet ihr dann über einschlägige Plattformen noch besorgen. Ein 20 und ein 50 Gramm Gewicht. Ist jetzt aber nicht so elementar wichtig. Vor allem, wenn ihr immer mit dieser einen Waage arbeitet, ist es eh nicht so relevant, weil dann habt ihr immer die gleiche Abweichung und somit auch wieder gleichbleibende Ergebnisse. Jo, müsst ihr selber wissen. Was den sonstigen Funktionsumfang angeht, auch relativ überschaubar. Ich drücke einmal drauf, dann geht die Waage an. Ich drücke dann zweimal schnell drauf, dann wechselt sie zwischen Gramm und Unzen. Und wenn ich lange drauf bleibe, geht sie wieder aus. Des Weiteren hat sie eine Auto-Off-Funktion. Wenn sie leer ist, schaltet sie sich nach 30 Sekunden aus. Wenn ihr was drin habt, nach 60 Sekunden. Also ihr solltet da jetzt nicht ewig warten, sonst müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Was sie nicht hat und nicht kann, ist Bluetooth. Also ihr könnt sie nicht mit einer App oder mit einer Kaffeemaschine koppeln. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das tatsächlich braucht oder nicht. Ich finde es jetzt bei so einer kleinen Waage nicht sonderlich notwendig. Plus, sie ist halt auch für Kaffeetools relativ günstig. Ich habe jetzt inklusive Versand 65,40 € dafür gezahlt. Wie gesagt, relativ. Ihr kriegt natürlich auch für 15 € irgendwie so eine kleine Chinaware-Waage auf Amazon. Macht auch nichts anderes als wiegen, aber schaut halt nicht so schick aus und ist vom Workflow her halt nicht so easy peasy. Gut, viel mehr gibt es dann auch nicht drüber zu sagen. Ich meine, es ist, was es ist. Es ist eine Waage in Becherform. Für wen eignet sich sowas jetzt? Also wie gesagt, wenn ihr zu Hause Single-Dosed, was ich jedem empfehlen würde, oder viel Filterkaffee macht und dafür einzelne Portionen Kaffee abwiegen müsst, ist das einfach eine sehr praktische Geschichte. Zumal ihr eben euren Espresso auch hier reinbrühen könnt direkt, ja, und dann eben auch gleich Feedback über die Brew-Ratio habt. Finde ich einfach super praktisch. Zudem
schaut sie, wie ich finde, einfach super schick aus im Vergleich jetzt zu anderen 0815 Wagen. Und da bin ich leider auch sehr empfänglich für sowas. Und für den Preispunkt, es ist jetzt kein Schnapper, es ist jetzt aber auch nicht super teuer. Und wie gesagt, das Plastik sollte relativ bruchsicher sein. Ich habe es jetzt noch nicht übers Herz gebracht, die Waage auf den Boden zu schmeißen. Das überlasse ich dann euch. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren hinterlassen, wenn einer von euch die Waage hat und wenn sie ihm aus Versehen mal runtergefallen ist, ob sie noch funktioniert. Und sonst, ja, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr happy mit dem Produkt an und für sich. Ich habe bei Subminimal auch nochmal nachgefragt, weil ich ja auch schon mit denen in Kontakt war, wegen dem Nanoformer, ob sie nicht vielleicht ein kleines Goodie für euch haben. Und haben sie. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen kleinen Coupon, einen Code. Damit kriegt ihr ein bisschen was Rabatziges auf die ganze Geschichte, wenn ihr sagt, so eine möchte ich auch haben. Aktuell ist die Nachfrage aber sehr, sehr hoch. Das heißt, es kann etwas dauern, bis ihr tatsächlich eine bestellen könnt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde es ein cooles Ding. Hab's selber bezahlt und you do you. In diesem Sinne, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Hier drüben kommt ihr, wie gesagt, zu dem Review vom Nanoformer. Hier oben könnt ihr zu meinem Patreon schauen und hier den Kanal abonnieren, wofür ich euch sehr dankbar wäre. Ansonsten liken, ihr kennt das Spiel. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.